gut. Ja, schön, Uwe, dass wir es geschafft haben, uns mal hier hinzusetzen und irgendwie so ein paar Minuten zu quatschen. Ja, Hm. super Herbst, wo ist die Sonne? Die war doch gerade jetzt ohne Ja, Ende gerade hier. kam sie raus. Ja, wo sind wir hier eigentlich gerade? Wir sind jetzt hier im Wildniscamp, in den Tiefen des Wildniscamps vor dem Roten Hügel. Sehr eisenhaltiger Sand, aber es ist super zum Pferdenlesen hier. Live-Tracks. Ein Wildniscamp, Wildnistraining. Was bedeutet das für dich? Was passiert hier? Wildnistraining wird oft mit Survival und Bushcraft synonym verwendet. Das ist aber eigentlich nicht so, weil Wildnistraining ist viel, viel mehr. Wildnistraining ist halt auch Wildnistraining geht in unseren Alltag mit rein. Das, was wir hier draußen machen und lernen und erfahren, das können wir auch in den Alltag gut mit reinbringen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt vor unserem Alltag flüchten und uns in eine Survival-Situation bringen und sagen, Hilfe, ich will hier raus, so wie das in bekannten Mhm. Fernsehsachen ist, sondern es geht darum, wieder eine Heimat zu finden. Ne? Die Heimat, die uns umgibt und nicht unbedingt in ferne Wildnisgebiete abzuwandern, sondern zu gucken, was ist noch wild und unberührt an unserer Heimat. Ob das ein Park ist oder ein Wald oder irgendwas. Und uns mit unserer Heimat auseinanderzusetzen, draußen zu sein. Natürlich gehören das Survival Skills zu, viele andere Fertigkeiten, aber es geht dann auch um Vogelsprache, um Fährtenlesen, um sich mit der Natur zu verbinden, um auch so eine innere Heimat wieder zu bekommen. Also so äußere und innere Heimat. Da geht es dann um Wahrnehmung, vielleicht auch ja, um eher so die weibliche Seite, ne? Intuition, hören, lauschen, in die Sinne wieder reingehen, offen zu sein. Ja? Nicht nur wild durch die Gegend rennen und Tarps Ja. aufbauen. Also das ist ein toller Teil, draußen zu schlafen. Aber es ist nicht alles, es ist viel mehr. Siehst du das in dem Leben in der Stadt oder diesem sehr technisierten Leben, diesem sehr verkopften Leben? Wie steht die, das Wildnistraining, dieses Wildnisthema, wie steht das dem gegenüber? Ist das vereinbar miteinander oder ist das konträr zueinander? Wie steht das zueinander? Also da gibt es eine große Bandbreite, je nachdem, wen du fragst. Also wenn du mich fragst, dann ist das so, also mein Slogan ist nicht, alle zurück in die Wildnis. Das funktioniert einfach nicht. Aber in die Situation, die wir uns jetzt gebracht haben, ne, so Leben auf zu engem Raum in der Stadt, ne, viel Stress und Druck auf dem Job, ne, die ganze pädagogische System, unser Ausbildungssystem ist sehr, sehr mangelhaft. Die ganze Ernährung ist sehr, sehr mangelhaft mit den ganzen denaturierten Lebensmitteln und Zucker und solche Sachen. Also wir haben uns echt an die Wand gestellt mit diesen Sachen. Und ich denke, da merken viele Menschen, so geht es einfach nicht mehr weiter. Und von daher, wenn du in der Stadt wohnst, kein Problem. Es geht nur darum, Natur und Stadtleben vielleicht mehr zu balancieren, in Einklang zu bringen. Und auch wenn du in der Stadt bist, kannst du, ich sag mal, die Wildnis dir in die Stadt holen in der Form, dass du sagst, naja, ich gucke mir meine Ernährung an und ändere da was. Und vielleicht habe ich ein paar Kräuter auf dem Balkon oder habe ein Sprossenglas oder keime mehr Weizen oder wie auch immer, ne? Und gucke mir meine Ernährung an, gucke mir meine Natürlichkeit in der Ernährung auch an. Wie immer das auch sein mag. Ne? So, und ist mein Job, hat das einen Sinngehalt für mich? Ne? So, macht das Sinn oder arbeite ich hier irgendwo was ab? Also dieses Hinterfragen, das hat für mich auch was mit einer Ganzheitlichkeit des Menschseins zu tun. Und Mhm. darum geht's. Wildnis ist immer so ein Überbegriff, Wildnistraining, aber eigentlich ist es so ein ganzheitlicher Gesichtspunkt, wer bin ich als Mensch, wo stehe ich gerade und wo möchte ich mich hinentwickeln. Und wenn du mich fragst, Stadt oder Land, dann würde ich sagen, es ist die Balance. Wir haben tolle Erfindungen gemacht. Wir müssen praktisch darüber hinausgehen, ja, die guten Seiten dann nutzen. Und so kann auch ein Stadtleben eine Portion Wildnis erhalten, ne, so in dieser Art und Weise. Mhm. Das,
geht ja so auch viel ums Reflektieren, höre ich daraus, und auch um so eine innere Einstellung zu den Dingen, wenn du, wenn du sagst, dass man sich auch ja, Gedanken um so alltägliche Sachen macht. Das heißt, ich muss nicht unbedingt nach Alaska irgendwie, um Wildnistraining zu machen, Doch, sondern klar. Nee, das ist toll, in Wildnisgebiete zu fahren, mhm, zweifelsohne, aber bei uns geht es auch sehr stark darum, die Wildnis vor der Haustür wieder zu entdecken. Und ja, es hat viel mit Wahrnehmung, mit bewusster Wahrnehmung zu tun. Das schließt halt ein, irgendwie, dass man reflektiert, dass man hinterfragt. Und so hinterfragt man natürlich viele Bereiche des Lebens. Ne? Ich habe auch hinterfragt, gedacht, meine Güte, wir werden mit dem Impfpass, mit Perso, mit 1000 Bescheinigungen geboren schon. Ja. mhm, ähm, äh, Wo ist die Natürlichkeit? Ne? Was brauche ich eigentlich zum Leben? Ja? Und brauche ich einen Schokoriegel oder ja oder nein? Ja, so, es gibt so viele künstliche Sachen, die wir eigentlich nicht brauchen, die uns eigentlich nur schaden. Und da auch zu hinterfragen, ne? Was stopfe ich da in mich rein? Welche Arbeit gehe ich nach? Irgendwie, wie viel bin ich denn in der Natur und wie viel an Wildpflanzen zählt zählt zu meiner Nahrung mhm. so. Das sind so viele Bereiche und das ist einfach toll. Und ich kann auch aus dem Bürofenster im Sommer, ja, bei offenem Fenster kann ich ein paar Vögel beobachten. Und es geht um offen zu sein, um wahrzunehmen, um Sachen zu hinterfragen. Aber es geht eigentlich ums Leben selbst, so voll im Leben zu stehen und nicht so. Äh, Da steckt also viel so eine Sinnerfülltheit irgendwie auch drin, so ja, eine eine Sinnhaftigkeit. Vitalität. Ne? So Vitalität, Leben, Sinnhaftigkeit in meinem Job, ein gutes Sozialsystem. Das sind übrigens auch die gleichen, sind die ganzen Pfeiler der Resilienz. Resilienz ist ja jetzt auch so ein Modewort. Ja? Ähm, Das ist genau das, wofür Wildnistraining steht. Ne? Aha. So gute Gemeinschaft, draußen sein, ähm, sinnhafte Sachen tun, reflektieren und so weiter und so fort. Das ist Selbstvertrauen gewinnen. Das ist das, wenn du mal mit einem Drillbogen Feuer gemacht hast und das eigene Feuer entzündet hast, nur aus Holz und draußen geschlafen hast, von mir aus unterm Tab oder in der Laubhütte. Das sind alles so Bausteine, die bauen an Selbstvertrauen, die bauen an Naturverbindung und die verbinden uns zurück zum natürlichen Lebensraum. Ja, und das gibt Kraft, das gibt Selbstvertrauen. Also von daher ist Wildnistraining voll von diesen ganzen Resilienz-Dingern, Themen. Und die Leute, die hierher kommen, was sind das deiner Meinung nach für Leute? Was suchen die, musst du die erst irgendwie in eine bestimmte Richtung bringen? Kommen die irgendwie mit einem Gedanken, diesem Survival-Gedanken her, und dann musst du irgendwie oder versuchst du mit der Zeit da diese Sachen einzustreuen, über die du sagst, und kannst aber am Anfang noch nicht darüber reden? Oder fühlst du dich, dass die Leute kommen und sind gleich offen für sowas? Oder gibt es da Schwierigkeiten in der Arbeit? Muss man da manchmal vorsichtig sein? Kann man da offen drüber reden? Oder wie, Die wie Antwort, agiert man da? die Antwort ist einfach. Ja, Manche so, jeder ist es kommt anders. eine Und riesen ja, Bandbreite und ich will eigentlich gar nichts. Ich streue einfach Bröckchen aus und gucke, wie reagieren die Leute so. Und wenn du irgendwie einen Job machst, eine Lehre machst als Kfz-Mechaniker, da kommst du nicht am ersten Tag in die Werkstatt und das heißt, hier, da den Mercedes, reparier den. hm, So, man entwickelt sich. Und ich möchte eigentlich so die Menschen auf dem Weg ihrer Entwicklung begleiten. Ne, so gucken, was will der andere denn? Und ein paar Dinge zeigen, ein paar Türen und Fenster öffnen und dann mal gucken, wo geht er durch, was greift. Und da unterstützen. Und wie gesagt, jeder ist anders und jeder kommt mit anderen Dingen. Das heißt, die Leute, die hier hinkommen, so mit Survival und Yeah und sowas, ne, die lernen dann irgendwo auch die feineren Ebenen und ich sag mal so die weiblichen Aspekte, sich öffnen, zuzuhören, ja, diese feinfühligen Sachen in der Natur, weil das ist mindestens genauso wichtig. Und die Leute, die halt eher so auf der feineren Wahrnehmungsebene sind, ja, so die brauchen aber auch mal so dieses Energie vom Machen und Vorwärtskommen. Von daher ist das, egal von wo man kommt, man muss es in sich so balancieren, eine gute Balance schaffen. das heißt, was auch ein Thema ist auch
ein bisschen rauszutreten aus dem, wie man sich selbst wahrnimmt oder was man aus den Dingen, die man immer macht und die man so gewohnt ist und auch daran zu arbeiten, auch anders sein zu können oder wie jemand, der sehr hart ist, dass der auch weich sein kann oder jemand, der die Soft Skills mehr, für den die wichtiger Ja, sind, der auch das andere machen kann. Ist das ein Thema für dich, dass man da auch aus seinem eigenen heraustritt oder wie würdest du das formulieren? Wie würdest du das sagen? in sein eigenes Eintritt, Reintritt, sondern wir haben alle dieses Potenzial und Möglichkeiten. Und man kristallisiert oder verhärtet sich in einem Bereich. Und sich da wieder zu öffnen für sich selbst, für sein Ganzes, weil das haben wir alle drin. Also es ist nicht so, dass sich jemand ändern muss, sondern seine anderen Seiten entdeckt und denen Raum gibt. Wir haben das alle. Ne? Manchmal sind wir so in einer kleinen Ecke gefangen und sehen gar nicht, wie groß wir eigentlich so sind. Und das ist so der Punkt, wenn man sich für sich selbst öffnet. Ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll, aber das Ja. ist so, ja, Routinen brechen auch. Also aus der Gewohnheit, aus dem Engen vielleicht rauszugehen, sich zu öffnen, um halt mehr zu entdecken und auch mehr Dinge an sich zu entdecken. Und das ist alles schon in dem Einzelnen angelegt. Also da muss sich keiner verändern oder verbiegen oder ich bin jetzt so und ich muss so werden, sondern es ist eigentlich eine Entdeckungsreise seiner Ganzheit. So zu sehen, oh, das bin ich ja auch oder das kann ich ja auch. Ah, das gehört auch dazu. Weil man oft dann irgendwie schon so ein Bild von sich hat, aber das ist gar nicht das ganze Ja, ja. Bild. Ja, da ist jemand, sagen wir mal, Mr. X, ja, der, weil es bequem ist, irgendwie oft auf der Couch abhängt und sich Fernsehsendungen anguckt und möchte eigentlich ganz gerne mal raus. Der sieht da die ganzen Bear Grylls der Welt irgendwie laufen, ja. Aber anstatt dessen sitzt er auf der Couch und isst und trinkt irgendwie und wird dicker. Und irgendwann geht er zum Arzt und sagt, Mensch, Junge, du musst mehr Sport machen, ja. Und dann macht er mehr Sport und macht vielleicht Fitnesstraining oder so und stellt fest, boah, das macht ja Spaß. Ich bin jetzt nicht vor dem Film, sondern ich bin im Film. Ja. Und dann stellt er vielleicht fest, dass irgendwie Joggen toll ist oder was anderes. Und er verändert sich und merkt so, das gehört alles zu mir und ich kann das jetzt alles leben. Und dann ja, wird es größer und ganzheitlicher. Ne? So, und entdeckt sich selbst auf dem Weg, ne? So dass er merkt, hey, das macht Spaß, das ist toll, das kann ich ja auch. Klar merkt man auch, oh, damit habe ich Schwierigkeiten. Ne? So, wir sind halt nicht alle gleich. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber meistens ist es doch so, wenn man den Weg geht, dass man sich erweitert. Wenn die Leute zu dir kommen ins Seminar, womit fängt man an bei dir? Was ist der Start, um ins Wildnistraining einzusteigen? Ja, es ist auch verschieden, aber die meisten kommen zu Wildnis 1. Das ist so die Basis. Da macht man mit Wildpflanzen und Unterkunft und was ist essbar, wie kann ich Feuer machen mit dem Drillbogen und Wahrnehmung. Also in vielen Bereichen die Basis legen. Das ist gut und da kriegt man schon mal so einen ganzen Einblick und kann sich so mal selbst erfahren, in welchen Bereichen es mich dann mehr reinzieht und welche Bereiche ich dann sage, oh, okay, lass mal stecken. So, ne? Es gibt Leute, die das erste Mal hier dann in der Laubhütte schlafen oder vom Tarp und die kommen dann beim nächsten Mal an und gehen direkt in den Wald und bauen sich ihr Tarp auf und sagen super. Und es gibt manche, die das probiert haben und sagen, ach, das ist nicht so mein Ding. Ja, meins ist eher Kräuter oder sowas. Also, und das kann auch alles sein. Wie gesagt, Wildnistraining ist mehr als Survival und es geht auch nicht immer nur um Survival. Das wäre mir selber auch viel zu eingeschränkt. Und das Schöne ist einfach, dass man viele, viele Dinge wirklich in seinen Alltag mit reinpacken kann. Und nicht so, das war mal ein tolles Erlebnis und hier ist mein Alltag, sondern dass das wirklich den Alltag bereichert. Das heißt, das ist für dich auch eine ganz essentielle Sache, dass Ja, man absolut, ja. Dinge rauszieht und das Ja, praktiziert auch. macht, umsetzt. Ja. Genau. Ja. Okay. Und wie erreichen dich die Leute? Wie findet man dich? Wie kommt man zu dir am besten? Was ist Ja, das ist die Frage. So, da habe ich noch keine Ahnung. Ich glaube, ich muss irgendwie so ein bisschen was dran tun, damit mich die Leute auch finden. So, ich habe nie so wirklich Werbung oder sowas gemacht, aber
glaube, die Zeiten haben sich auch geändert in diesem ganzen Facebook und soziale Medien-Geschichten, glaube ich, muss ich auch irgendwie mal was tun, dass mich Leute auch finden können. Ne? So, von daher, ich weiß nicht, was ich mache. Bis jetzt lief es gut. Aber ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, wo ich dann auch wieder was dazu lernen kann. Die Wildnis des Internets. Ja, genau. Der Dschungel des Webs. Ja. Okay. Also wildnistraining.de. Da findet man dich auf jeden Fall schon mal, bis du die anderen Kanäle Bespielt. erforscht hast Genau. und bespielst. Ja. Ja. Cool, super. Ja, ich danke dir, Uwe, Ja, für danke das dir. Gespräch. Bring's ins Web. Da kommt die Sonne wieder.